Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ich weiß ja gar nicht, wann ihr das guckt. Leute, ich bin heute bei John Deere und ich habe gerade bei Instagram eine Umfrage gemacht. Und wir haben hier die neuen Mähdrescher, wir haben da den neuen T6, wir haben da den neuen S7, wir haben hier die neuen M-Traktoren und wir haben die neue Selbstfahrspritze. So. Und ich habe euch gefragt, was interessiert euch wirklich? Was soll ich zeigen? Und ihr habt ja tatsächlich, also ich für meine wollte eigentlich kein Video zu den Traktoren machen, aber tatsächlich haben sich viele die M als Video gewünscht mit der Bedienung, Vorstellung, Größe, was wir inzwischen haben. Das werden wir in einem anderen Video machen. Aber die meisten haben sich natürlich den Mähdrescher gewünscht und den arbeiten wir jetzt hier ab. Die Neuheit, die werden wir nachher auch im Feld fahren. Aber ihr seht selber, es ist bedeckt. Wir haben gerade 9 Uhr, es ist morgens und wir haben hier tatsächlich, wir sind, ich glaube, 6 Leute, 6 Content Creator, auch Italiener sind dabei. Ein Italiener, ein Niederländer und eine UK-Dame, also eine englische Dame. Und dann sind wir 7 und 4 aus Deutschland, 5 aus Deutschland. Dann sind wir 8. 8 Leute sind wir hier und wir haben, ich glaube, 30 Hektar Weizen zum Dreschen noch. Das heißt, wir können den ausgiebiger fahren. Aber jetzt ist es bedeckt. Ich bin schon mal mit einem 6M Grad gefahren und habe gefragt, jetzt wo es bedeckt ist. Und hier sind quasi die Maschinen, die sauber bleiben. Und da haben wir nochmal Maschinen, die dreckig werden dürfen. Da habe ich gedacht, da gehen wir mal einmal jetzt rum, klappen mal auf und gucken uns mal die Details an. Jetzt haben wir hier den Michael von John Deere. Stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, bevor wir jetzt hier an den Drescher gehen. Ja, hallo. Mein Name ist Michael Lehner, Produktspezialist für Erntetechnik bei John Deere. Ich bin speziell für den deutschen Vertrieb zuständig und für die Bereiche Feldhäcksler und Mähdrescher zuständig. Okay. Genau. Wir gehen mal hier rum. Du hast jetzt hier den neuen S7 800 mitgebracht. Den 900. S7 900. Genau, das ist das Topmodell. Ja. In Deutschland haben wir 4 verschiedene Größen zur Verfügung. Das heißt, den S7 700 als Einstiegsmodell, Ja. S7 800, 850 und 900. Wie wir den jetzt hier auch sehen. Ja. Die 3 großen Modelle mit dem neuen 13,6 Liter Motor, wie wir den auch von X9 kennen. Hier jetzt auch mit Niedrigdrehzahlkonzept. Ja. Das heißt, wir drehen maximal noch 2000 Umdrehungen und sparen uns dadurch einfach nochmal Kraftstoff. Bei wie viel PS fangen wir an? S600? S700. S7 700, genau. 467 PS und das größte Modell, wie wir den jetzt hier sind, 625 PS. Ist das nochmal ein Upgrade zu der Vorgängergeneration? S7 96? 97 war der größte davor, ne? Genau, S97 war da der größte, war von der Leistung her in etwa identisch. Wobei, wie gesagt, dieser Motor komplett neue Technologie, von der Drehmomentkurve, vom Spritverbrauch einfach nochmal deutlich besser. Der Motor ist ja bekannt aus dem X9 1000 und da haben wir die letzten Jahre eigentlich schon sehr, sehr gute Erfolge, was die Effizienz und vor allen Dingen auch das Fahrverhalten betrifft. Ja. Jeder, der zum Beispiel den X9 oder auch hier diesen Motor fährt, ist ganz klar der Meinung, der hält extrem gut dagegen. Ja. Lässt sich fast fahren wie ein Feldhäcksler. Ja. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Also du sagst, ihr habt so ein bisschen eure Hausaufgaben gemacht oder beziehungsweise ihr habt so ein bisschen Neuerungen eingebracht, die vielleicht auch gewünscht waren. Zum einen ist es sicherlich so der Fahrkomfort, Bedienung. Habt ihr integriert, jetzt gibt es auch die Assistenzsysteme, denke ich mal, hier drauf auf der Maschine, denke ich nicht nur, weiß ich inzwischen. Mhm. Und ich würde sagen, sonst wir klappen mal auf und gucken da einfach mal außen ran. Aber ich glaube, eine große Baustelle war tatsächlich auch der Kraftstoffbedarf. Bei den S-Serien, glaube ich, da wolltet ihr ein Stück mal nach runter gehen. Also ich meine, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung früher mal bei der S-Serie gemacht, das ist schon mal ein paar Jahre her. Aber der sparsamste war er ja nicht. In bestimmten Bedingungen, gerade wenn es dann auch feucht wurde, dann hat er eventuell einfach auch einmal ein bisschen mehr gebraucht. Muss man aber jetzt ganz klar hier sagen, wir sind von der Effizienz deutlich besser geworden. Ich habe gestern schon mal untergeguckt, klappt doch mal bitte auf. Machen wir. Ich fand, also sofort stach mir so ein bisschen ins Auge, das Ding ist extrem aufgeräumt. Genau, wir hatten ja gestern schon mal drüber gesprochen, dass die Maschine einfach extremst gut aufgeräumt ist, dass wirklich sich wenig Erntegut, wenig Staub, wenig Erntereste absetzen können. Dass vor allen Dingen auch die Wartung extremst einfach ist. Er ist extrem gut zugänglich, vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier nochmal auf den Schmierplan gucken, da haben wir uns gestern drüber unterhalten, es gibt fast keine Schmiernippel nicht. Dementsprechend der tägliche Wartungsaufwand
ist eigentlich auf ein Minimum begrenzt. Genau, also 10 Stunden Schmiernippel habe ich hier gar nicht gefunden Nein. an der Maschine. Nein. Das heißt, wir beginnen mit 50, Mit 50 Stunden. Genau. genau. Und die hier, glaube ich, dran sind, ist 51er, glaube ich, und der Rest ist 400, richtig, wenn ich das so Da haben wir überblicke? einen 50er und da an der Achse haben wir nochmal einen 50er. Ja. Ansonsten der Großteil ist eigentlich bei 400 Stunden, was ja, denke ich, einmal pro Saison ist. Ja. Genau. Was mir aber gerade so auffällt, wir stehen leicht abschüssig und ich Ja. bin hier, guck mal, fast gegengelaufen. Also der könnte noch Mühe weiter aufklappen. Könnten noch Mühe weiter aufklappen, ja. Aber ich bin so ein Kandidat, ich bleib da gerne öfter mal hängen. Okay, also das ist auf jeden Fall Wenn er dann noch ein bisschen weiter aufklappt, dann bleibe ich hängen. Das Ja, ist gut. immer die Ja, Herausforderung. da Man hast kann es du nicht für jeden richtig machen. Ja. Das stimmt wohl. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen mehr Technik. Ist auch, glaube ich, ganz klar. Wir haben da den Elevator. Der Nachdrescher, glaube ich, ist auf der Genau. Seite. Ja. Wie macht ihr das mit dem Nachdreschen? Geht ihr zurück auf den Rotor? Habt ihr einen eigenen Nachdrescher? Gucken wir uns direkt mal an. Gehen wir direkt an den Nachdrescher ran. Du hattest es ja schon angesprochen, wie findet bei uns das Nachdreschen statt? Also alles Korn, das nicht durch das Untersieb geht, wird dann nochmal nachgedroschen. Bei uns oder beim S 7, 800, 850 und 900 ist es so, dass wir hier den aktiven Nachdrescher haben. Das heißt, wir fördern das Erntegut nach oben. Da ist nochmal so ein kleiner Drescher drin mit Gummipaddeln, der das Ganze eben dann nochmal nachdrescht. Er fördert das dann rein. Es geht über den Rücklaufboden nach vorne, damit es eben dann nochmal komplett die Siebfläche durchläuft. Ja. Das hat einfach auch nochmal ein großer Vorteil, dass es wirklich ja die komplette Siebfläche durchläuft und dass wir hier entsprechend auch dann die Getreidequalität einhalten können. Hat sich rahmentechnisch was verändert an der Maschine? Habt ihr was größer gebaut? Seid ihr so geblieben? Also vom Grundkonzept, vom Rahmen her, von den Achsen, vom Raupenlaufwerk sind wir so geblieben. Wir haben eine kleine Änderung am Hillmaster-System eingeführt. Das heißt, im Hillmaster finden wir jetzt ein Proportionalventil. Werden wir später dann auch nochmal im Feld feststellen, dass der einfach nochmal deutlich sanfter, deutlich feinfühliger die Maschine dann wirklich am Hang ausrichtet. Aber ansonsten vom Konzept her an und für sich ist die Maschine so gleich geblieben. Muss man aber ganz klar so sagen, das ist der meistverkaufte Mähdrescher weltweit, muss man eigentlich so sagen. Der ist bewährt, der läuft überall, egal ob es im Mais, Gras, wie auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren hier den Weg auf jeden Fall weiter. Okay. Korntankvolumen ist gleich geblieben? Genau, 14.100 Liter. Ja. Was sich aber geändert hat, ist die komplette Entleerschnecke. Ja. Wenn man sich das Ganze anguckt, auch das vom X9 jetzt runter transformiert. Das heißt, wir haben hier auch die große Schnecke dran verbaut, auch jetzt die verstellbare Tülle. Dementsprechend einfach nochmal deutlich einfacher, um die Wagen zu befüllen. Und von der Abtankleistung sind wir auch nochmal ein Stück weit nach oben gegangen. Genau. Genau, ihr habt, glaube ich, beim X9 oder vor einiger Zeit schon das Harvest Lab auch auf dem Drescher vorgestellt. Ich glaube, das ist gar nicht so neu, aber jetzt habt ihr es integriert in der S7-Klasse. Also wir sind gestartet mit der S-Serie bzw. mit dem T, da haben wir begonnen. Für alle, die das schon mal gesehen haben, früher war das noch auf der Seite montiert. Jetzt hier sehen wir schon das neue System, also es wird sich ab nächsten Jahr wird das System hier vorne verbaut, wird dann auch für alle Serien verfügbar sein, also S, T und entsprechend auch X. Eben hier nochmal nach vorne gewandert, also nicht so weit überragt. Sehen jetzt hier auch nochmal den neuen Getreidefluss. Aber damit hat der Sensor einfach nochmal eine weitere Aufgabe gefunden. Also nicht nur Häckseln, Gülle und stationär, sondern jetzt auch eben am Mähdrescher verbaut, kann das ganze Jahr über genutzt werden und wir bringen einfach noch mehr Intelligenz in die Betriebe rein. Wir haben ja natürlich auch die Möglichkeit der Sortenauswertung. Wir haben jetzt endlich mal ein Proteinfeedback und man sieht tatsächlich auch mal die Proteinverteilung auf der Fläche. Was ich zum Beispiel bei mir auf der Fläche gesehen habe, dass ich auf dem Sand noch weniger Stickstoff düngen muss und auf den Hochertraktionen noch mehr, weil da sind tatsächlich immer noch die Schwankungen sehr groß. Vom Bauchgefühl wäre ich eigentlich okay gewesen, aber es ist so, dass ich festgestellt habe, tatsächlich, da muss ich noch deutlich eine Schippe drauflegen und dafür ist das ganz interessant. Und das ist ja bei euch auch wirklich interessant. Man kann es im Güllefass fahren, wir können es im Häcksler fahren, wir können es stationär nutzen und das heißt wirklich, wenn jetzt der Drescher fährt, wir nehmen das vom Häcksler, stecken das hier rein, das Güllefass fährt, wir nehmen das, packen das aufs Güllefass. Na klar, das hat ein paar Voraussetzungen. Ich glaube, ihr braucht im Schlepper auch ein John Deere-System, richtig? Wir brauchen ein John Deere Terminal. Ihr braucht ein John Deere Terminal, damit es also quasi, wenn wir jetzt eine New Holland Case
Fendt haben, Deutz. Wir packen da ein John Deere Terminal rein und das Fass könnte trotzdem mit dem Harvest Lab und dem betrieben werden. betrieben werden. Ölbestimmung im Raps Ist auch möglich. ist auch möglich. Proteinbestimmung in der Gerste. Weizen. Weizen, ja. Wir Gerste. kriegen gerade ein Zunicken. Das ist möglich. Warum Proteinbestimmung in der Gerste? Für die Futtergerste erzeugen, ist das gar nicht so wild. Aber für die Braugerste erzeugen, ist so viel Protein auch gar nicht so toll. Und da können wir genau, was wir beim Weizen nach unten haben, dass uns die Partien versauen, können wir es in der Gerste nach oben haben, zu viel Protein. Und da kann man schon mal ein bisschen vorher selektieren. Oder hat natürlich jetzt auch mal ein Feedback über die Düngung. War ich on point? Habe ich zu viel gegeben? Habe ich zu wenig gegeben? Sehr interessante Sache. Bin ich ein absoluter Fan von. Stichwort Radialverteiler. Zum einen ist ja auch noch mal ein bisschen interessant, könnt ihr die Gegenschneider aus der Kabine verstellen? Also wo man ja früher, ich muss ja auch noch mechanisch mit einer Schraube das machen. Und wie treibt ihr den auch an? Gucken wir uns hier noch mal ganz kurz auf dieser Seite an. Das sehen wir nämlich hier noch mal ganz gut. Wir haben hier in elektrisch oder mit einem Elektromotor die Einstellung der Gegenmesser, also wirklich ganz einfach und schnell von der Kabine aus kann die Gegenmesser ein- und ausgefahren werden. Damit kann man nämlich dann auch noch mal ganz schnell auf die Häckselintensität eingehen. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist die einfache Umstellung von Mais auf Getreide. Nur mit einem Hebel verändern wir die Drehzahl vom Häcksler und können damit dann entsprechend ganz schnell in Mais oder in Körnermais gehen. Genau. Und du hast es angesprochen, Radialverteiler, auch ein ganz wichtiger Punkt, haben wir hier geändert, ans Design vom X9 angepasst. Heißt, wir haben jetzt hier einen mechanisch angetriebenen Radialverteiler, zuvor war der hydraulisch. Der ist einfach nochmal für eine deutlich höhere Effizienz bekannt. Deswegen Der gibt auch nicht nach, ne? Wenn man richtig viel Masse kommt. Genau. Genau. Der streut wirklich gut und entsprechend auch breit. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, das habe ich gerade noch vergessen, die Häckslermesser und der Häcksler wurde vom X9 übernommen. Das heißt, wir finden dort jetzt auch die XL-Messer, wie wir die aus dem X9 kennen, mit dem Golfball-Design und mit der speziellen Beschichtung. Also zum einen eine extrem hohe Langlebigkeit und zum zweiten dieses Golfball-Design auf den Messern trägt einfach zur Effizienz noch einmal zusätzlich bei, weil das aerodynamischer durch den Wind gleitet wie beim Golfball. Okay. Genau. Was sagst du so ungefähr bei der Langlebigkeit? Also mein Kollege, der da ein X9 fährt, der fährt so 1500 Hektar rauf und dann dreht er die zur nächsten Saison. Würde ich auch so sagen. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, Ja, wie viel häckselt Stroh man? habe ich hier wirklich. Natürlich. Je Hektar Erntet man dort. 5 Tonnen Weizen, erntet man 12 Tonnen Weizen, Genau. schiebt man die doppelte Menge an Stroh da letztendlich durch. Und Absolut. vor allen Dingen, wie wichtig ist einem die Häckselqualität, also wie stark geht man wirklich in das Stroh oder wie stark zerkleinert man das Ganze wirklich. Und natürlich noch zu guter Letzt der wichtige Punkt, legt man Schwart ab oder nicht. Genau. Eine Frage habe ich noch Ja. zur Spreuverteilung. Ja, Legt ihr die Spreu quasi mit in den Häckselstrom und dann wird es in den Radialverteiler übergeben? Oder was machen die kleinen ganz Ohren genau. hier? Ganz genau. Der Siebabgang, der geht mit in den Häcksler rein, wird entsprechend dann mit dem Stroh vermengt und dann entsprechend über den Radialverteiler verteilt. Ganz wichtiger Punkt, ist dir sehr gut aufgefallen. Wir haben jetzt hier noch eine zusätzliche Lufthutze mit integriert. Die ist entsprechend da, um im Siebkasten einen gleichmäßigen Druck zu erzeugen. Also dass man keinen Staudruck erhält, beziehungsweise dass man keinen Sogeffekt erzeugt. In dem Fall geht es jetzt hauptsächlich um den Staudruck. Ja. Den können wir damit entsprechend umgehen und dadurch hat einfach der Siebkasten auch nochmal mehr Leistung. Genau, vielleicht muss man das einmal kurz beschreiben. Also ihr könnt euch ja vorstellen, Leute, von da vorne kommt eine Menge Masse da reingestopft und da kommt auch eine Menge Volumenstrom mit und dadurch wird hier im Drescher auch ein Druck im System erzeugt, was Spreu teilweise auch dazu aufhält, nicht den Drescher zu verlassen, beziehungsweise nicht den Siebkasten zu verlassen. Viele arbeiten dann mit noch mehr Wind, um dagegen anzuarbeiten, aber ihr sagt, okay, ihr habt nochmal Auslässe an den Seiten, um diesen Druck auch loszuwerden. Genau. Genau. Wichtig, was wir jetzt auch hier bei der Maschine eingeführt haben, wir haben die Verlusterkennung noch mal überarbeitet. Wenn man hier reinguckt, sehen wir diese Froschmaulsiebe, so bezeichnen wir die. Die bereiten den Siebabgang noch einmal ein Stück weit vor, bevor dass sie dann auf die Verlustsensoren gehen. Und dadurch erreichen wir im Getreide eine doppelte Genauigkeit, was die Verlustsensoren betrifft, und im Raps sogar Faktor 3, was die Genauigkeit betrifft. Okay. Was ich mich so frage, ich weiß nicht, ob du eine Antwort drauf hast. Wir sind ja relativ weit im technischen Fortschritt.
warum man nicht auch mit einer Art Kamerasystem arbeitet, die dann tatsächlich auch unterscheiden kann, ist es ein Korn oder ein grüner Stängelanteil. Also die wirklich sagt, ja, jetzt fallen so und so viele Körner raus. Also wo ist das technische Hindernis oder gibt es das bald oder sind wir nah dran oder ist da zu viel Technik, zu viel gewollt dann am Ende auch? Also natürlich ist das ein ganz wichtiger Baustein, einfach um die Verluste wirklich sauber zu bestimmen, weil viele Fahrer können das Ganze gar nicht richtig einschätzen, was da jetzt gerade wirklich an Verlusten durch die Maschine durchgeht, beziehungsweise dann auf dem Boden landet. Die Entwicklungen gehen stark in diese Richtung, aber wo wir da wirklich aktuell vom Entwicklungsstand sind, das kann ich auch nicht beschreiben. Ja, aber nur um das mal einfach so zu benennen, wenn so ein Drescher im Jahr 1000 Hektar macht und wir haben durchschnittlich 1500 Euro, die wir vom Hektar holen, sind 1% da, 15 Euro pro Hektar sind 15.000 Euro, mehr oder weniger. Und das ist ja enorm viel. Das sind ja fast die Dieselkosten oder sind die Dieselkosten pro Hektar, die wir dann sparen können oder zu viel ausgeben. Und dann ist es natürlich, ja, wie du es ansprichst, für die Fahrer ist es ja, welche Werte sind es gerade? Denn läuft das Ding richtig gut, wird oft genug Wurfschale geworfen, kontrolliert man das nach. Wenn da man natürlich ein Konzept hat, wo genau steht, ja, du hast jetzt 0,1%, 0,2% Verlust, dass man da richtig dran arbeiten kann, weil, ja, genau, diesen Punkt, dass man das irgendwie ein bisschen verbessert. Gut, jetzt sind wir einmal hier oben drauf. Luftfilter, sticht direkt mal ins Auge. Ja, natürlich ja die sehr gute Plattform, also das ist ja der Dieseltank. Ja. Ist hier entsprechend unsere Plattform, wo wir da, oder unsere Motorplattform. Damit haben wir sehr gute Zugänglichkeit meines Erachtens und auch hier sehr gute Zugänglichkeit zum Motor. Motor quer eingebaut, der Kühler auf der Fahrtrichtung rechten Seite, ist einfach auch ein großer Vorteil. Wir nutzen den Lüfter entsprechend, um den Motor zu kühlen und entsprechend auch, um den ganzen sauber zu halten. Wir sehen ja hier, das ist wirklich ja, sauber aufgeräumt. Da kann entsprechend sich auch wenig festsetzen. Ja. Und ja gut, aber man muss jetzt sagen, was mir jetzt auffällt, beim Reinigen, man braucht schon eine längere Lanze, oder? Das ist richtig. Oder dann entsprechend von unten mit der längeren Lanze, genau. Okay. Wie weit klappt sich das auf? Können wir das mal einmal hier Können wir einmal machen, ja. Ja, okay, wenn man das so sieht, dann kommt man da auch wirklich, ja, na klar, von unten mit einer längeren Lanze, aber man kommt vernünftig ran. Also ich zum Beispiel, ich habe bei meinem New Holland das Problem, klar, ich kann da aufklappen, aber da hinten der Bereich, den ich da aufklappen kann, der ist relativ schmal und man muss sich da so ein bisschen zwischenquälen. Ja. Aber dass da, ich weiß noch nicht, dass da fehlt mal eine richtige Innovation bei irgendeinem Hersteller, dass man nicht mehr auspusten muss. Das haben wir natürlich beim X9 mehr oder weniger mit dem Umkehrlüfter. Ja. Der macht das schon extrem gut frei. Ja. Bei dem hier haben wir jetzt einen Viskolüfter, also der dann je nachdem temperaturabhängig dann nochmal zuschaltet, beziehungsweise eben die Drehzahl hoch oder runter nimmt. Staubabsaugung, denke ich mal, auch sieht man. Und wie ist das, wenn wir jetzt zum Beispiel Sonnenblumen oder ähnliches dreschen? Habt ihr da nochmal eine kleine Bürste, die Löcher da ein bisschen frei piekt oder ähnliches? Gucken wir mal auf die Vorderseite. Ach da, ja, da haben wir da die Bürste, genau. Wie du schon angesprochen hast, also gerade für Sonnenblumen bzw. Raps ist natürlich auch so ein Kandidat, wo die Maschine gut zusetzt, überall dort. Genau, feiner, klebriger Staub, so ein bisschen leicht ölfilmhaltig. Genau. Und da müsst ihr euch vorstellen, Leute, da setzt sich das so fein auf diese Siebe, das verklebt förmlich. Und dann, obwohl alles abgesaugt ist, ist es komplett zugesetzt. Ja. Genau, wir werfen mal einen Blick in den Korntank. Gehen wir hoch. Genau, Korntank, wie schon angesprochen, 14.100 Liter. Was jetzt hier, denke ich, vor allen Dingen raussticht, sind die 3 Wiegezahlen. Ja, genau, die stechen raus, ja. Das heißt, wir haben hier ein Active Yield System, so nennen wir das. Das ist eine automatische Kalibrierung vom Ertragssensor. Ja. Das heißt, diese Wiegezahlen verwiegen das Getreide, das da drauf fällt. Also wir tracken eine Zeit lang den Volumenstrom? Den Volumenstrom, genau, den tracken wir mit und messen das dann entsprechend hier nochmal gegen dem Gewicht und haben dadurch eine automatische Kalibrierung vom Erntegut. Das heißt, die Fahrten zur Brückenwaage, normalerweise muss man ja mehrere Korntanks füllen oder einen oder wie auch immer, dann entsprechend das Transportfahrzeug füllen und dann zur Waage fahren und dann hat man den Wert, den man dann im Display eingibt. Hier wird es entsprechend automatisch gemacht. Okay. Das heißt, die Fahrt zur Waage
entfällt damit. Habt ihr mal so ein Feeling, habt ihr mal Gegenwiegung gemacht? Auf wie viel Prozent seid ihr genau? In etwa so genau wie eine Brückenwaage. Das ist stark, das ist stark. Du hast mir gestern noch einen interessanten Punkt gesagt, damit schließen wir vielleicht auch die Hauptmaschine ab und gehen mal zum Schneidwerk. Und zwar, ihr habt die Zuführtrommel überarbeitet und seid jetzt in der Lage, quasi nicht nur unten, also wenn das Material reinkommt, Leute, dann läuft ja eine Zuführtrommel, entweder bei der ja nicht oder wird es auf 2 Rotoren aufgeteilt oder auf eine und dabei wird das Material ja ein bisschen beschleunigt und dann übergeben. Und ihr habt die überarbeitet und du sagst, ihr könnt jetzt 270 Grad quasi diesen Rotor schon mal befüllen. Und dann hat er von Anfang an, könnt ihr euch vorstellen, kommt das nicht rein und wird das erst im Rotor verteilt, sondern auf 270 Grad startet das Material und fängt an, sich drumherum zu drehen. Das macht natürlich viel aus. Was war da so euer Feedback? Wie schätzt ihr das ein? Was bringt diesen? Das gibt es tatsächlich schon länger. Okay. Diese 3 Einlaufbleche oder beziehungsweise dieses speziell geformte Einlaufblech, mit dem wir eben den Rotor von Anfang an gut füllen können. Und du hast es gerade angesprochen, das ist natürlich ein extrem wichtiger Baustein, was zum einen die Getreidequalität betrifft, weil wenn der Rotor von Anfang an richtig befüllt ist, richtig arbeiten kann, dann kann ich die Matte auch nochmal entsprechend dicker gestalten, also die Getreidematte, und dann fängt er so richtig schön zum Reiben an und das ist ja eigentlich der schonende Drusch, den wir wollen und der vor allen Dingen bei dieser Maschine eben für die unter 1% Bruchkorn dafür zuständig ist. Also dadurch erreichen wir in der Maschine eben einen extrem niedrigen Bruchkornanteil und du hast gerade über Kosten und letztendlich dann auch Gewinn gesprochen. Das ist natürlich ein extrem hoher Geldtreiber, wie viel Bruchkorn ich dann letztendlich beim Landhändler anliefere. Und damit sind wir auf einen extrem guten Wert, was den Bruchkornanteil betrifft. Ja, nicht nur das. Letztendlich landen ja auch nur 1/3 vom Bruchkorn im Korntank. Genau. Der Rest ist ja dadurch zu leicht und geht raus, sind Mehlkörper, die einfach rausgeworfen werden. Das ist ein extrem hoher Hebel. Und ich glaube, das ist auch ein interessanter, also deswegen sind auch reine Rotordrescher so beliebt, weil die nicht das Getreide rausschlagen, sondern rausreiben und die brauchen halt immer Druck, gleichmäßige Befüllung und dann haben wir da die extrem gute Druschqualität. Lass uns mal nach vorne zum Draper-Schneidwerk spazieren. Genau. Sieht man natürlich inzwischen immer mehr. Ich weiß nicht, aus welcher Region ihr dazu gerade zuschaut, aber bei mir in der Region ist es gerade aktuell so, alle, die Drescher fahren und die Drescher sich geholt haben, die meisten sind ja um die 12 Meter unterwegs und da ist nur noch Convio oder McDon. Oder eben oder euers natürlich. Die X9 von Haus aus haben euer Draper dran, natürlich. Genau. HDX 40 heißt es. Genau. Das ist das 12 Meter? Das ist 12,20 Meter breit. Wir bieten das auch nur mit 10,70 Meter oder dann mit 13 Meter. Genau. Erklär uns doch einfach mal kurz die Vorteile für die Leute, die vielleicht gar nicht so vom Fach sind und sich da ein bisschen interessieren oder noch gar keine Berührungspunkte dazu haben. Wir haben uns gestern da schon zu unterhalten. Wir beide sehen schon die Zukunft ab 10 Meter nur noch auf Draper. Erzähl mal, warum? Also Draper-Schneidwerke gibt es dann schon lange Zeit, vor allen Dingen in Amerika und eben in Australien, weil einfach die Zuführung gerade eben über breitere Schneidwerke hinweg wirklich sauber funktioniert und vor allen Dingen auch mit der Ähre voran. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Ähre voran in den Drescher reingeht, ist einfach der Gutfluss deutlich besser, die Effizienz deutlich besser und dann auch das Austauschverhalten nochmal deutlich besser. Genau, was aber ein bisschen so der Knackpunkt war bei den Schneidwerken aus Amerika bzw. aus Australien, die waren nicht unbedingt so für die europäischen Bedingungen gemacht. Das heißt, die sind zum einen nicht mit den extrem hohen Erntemassen klargekommen und zum Zweiten sind sie nicht so besonders rapstauglich gewesen. Also das heißt, die haben einfach vorne am Schneidwerk schon einmal entsprechende Rapsverluste erzeugt. Entsprechende Schneidwerksverluste. Und das haben wir hier vor allen Dingen jetzt mit dem HDX bzw. auch mit dem RDF geändert. Wir sehen es hier, ein Schneidwerk mit einem beispielsweise eben hier 1,20 Meter tiefen Band, das hier ein spezielles Muster hat. Genau, hier diese Noppen, ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann, hier. Und die verhindern ja auch sicherlich, dass Raps hier runterrollt, richtig? Ganz genau. Ganz genau. Und wer das auf der Agritechnica vielleicht schon mal gesehen hat, da haben wir ja immer so ein kleines Modell aufgebaut, wo wir dann wirklich Raps oben auf das Band drauf rieseln lassen. Und da sieht man ganz klar, das wird da schön in den Waben gefangen, geht dann sauber in die Maschine rein und es kommt entsprechend zu keinen Verlusten, weil ansonsten wird das Ganze natürlich runterrollen.
Weil das, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist in den sozialen Medien und das ist bei vielen immer noch so der Kritikpunkt. Ja, Draper ist schön und gut, aber die Schneidwerksverluste sind viel, viel höher. Und da muss man sagen, glaube ich, da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert bei den Drapern. Man sieht auch baulich deutliche Unterschiede. Und ich glaube, was mir zum Beispiel auch stark auffällt zwischen den Generationen Drapern, der Haspeleinsatz beim Raps. Fast nicht Während die erst noch richtig stopfen mussten und das richtig raufdrücken, fährt man jetzt ganz normal auch ohne Haspeleinsatz wie im normalen Schneidwerk auch. Ja? Genau, und da haben wir hier noch weitere Vorteile, was das Schneidwerk betrifft. Zum einen ist das hier hinten die Schnecke, die mit aktiv angetriebenen Fingern. Die sorgt natürlich auch nochmal, dass diese Rapsmatte dann ein kleines bisschen verdichtet wird, beziehungsweise auch wirklich dann sauber und aktiv zur Mitte hin gefördert wird. Und was ja für die meisten beim Raps eine große Herausforderung ist, ist die Höhenführung. Nämlich bei den meisten Schneidwerken funktioniert es ja dann mit dem Höhensensor nicht mehr, weil die einfach zu kurz sind. Und hier haben wir ja an dem Schneidwerk hinten Räder verbaut. Ja. Und können so das Schneidwerk bis zu 70 cm sauber über den Bestand führen, also wirklich schön gleichmäßig. Auch im Flex-Mode? Oder bleibt es dann starr? Das bewegt sich, also wir müssen hier aufpassen. Das ist ja hier ein Hinge-Draper, ein Flügelschneidwerk. Das heißt, wir haben hier links und rechts eine Sektion, die wirklich komplett individuell sich dem Boden anpassen kann. Und dadurch erreichen wir einfach eine extrem gute Bodenanpassung. Und eben im Raps, was du ja gerade gemeint hast, passt sich das Schneidwerk aber trotzdem den Bodenkonturen an. Wir haben nämlich hier intelligentes Schneidwerk. Wir können noch einmal ganz kurz nach hinten gucken. Das ist nämlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Dieses Schneidwerk ist komplett entkoppelt vom Aufnahmerahmen. Das heißt, das hier ist der Aufnahmerahmen, mit dem ich letztendlich das Schneidwerk an den Schrägförderer koppel. Und wir sehen jetzt hier die Parallelogramme hier oben und hier unten. Ne? Und dadurch regelt sich das Schneidwerk eigentlich komplett. Also wir haben hier einen eigenen Controller, eine eigene Hydrauliksteuerblock verbaut. Und das Schneidwerk versucht wirklich über die Räder und über die Sensoren, die verbaut sind, wirklich da dauerhaft den Bodenunebenheiten anzupassen. Und erst wenn das Schneidwerk am Ende ist, also wenn es nicht mehr weiter von sich aus regeln kann, erst dann beginnt der Schrägförderer zu arbeiten. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn sich der Schrägförderer bewegt, ändert sich natürlich auch hier der Übergabepunkt vom Schrägförderer zur Zuführtrommel. Und das wirkt sich natürlich auch wieder ein Stück weiter auf den Gutfluss aus. Und damit haben wir hier eigentlich wirklich einen extrem geradlinigen Verlauf, weil der Schrägförderer entsprechend immer in der Position ist und dann eben den geradlinigen Verlauf vom Erntegut weiterführt. Genau, also man muss jetzt im Gesamten festhalten, um nochmal auf den Draper zurückzukommen, die fahren halt deutlich ruhiger, fahren sauberer über die Fläche. Und was man auch wirklich durch die Förderbänder gegenüber zum Beispiel diesem Schneckensystem hat oder diesem Tischsystem, wenn es dann ein bisschen dunkel wird, wenn das anfängt feucht zu werden, man hat immer diesen Moment, wo das Getreide drauf steht. Man hat immer diesen Ruck. Und das haben die meisten Draper am Abends nicht mehr, die fahren deutlich länger. Und dann haben wir Richtung Leguminosen, jetzt gerade mit der Förderung und der Anbau ist ja deutlich gestiegen in Deutschland. Wir können natürlich rasieren, ne? Wir können richtig über den Acker gleiten und da jede Schote noch mitnehmen. Und da haben wir auch wieder ein bisschen mehr Ertrag mit, ne? Ich würde sagen, für außen war es das erstmal. Wir gehen jetzt erstmal in die Kabine und dreschen eine Runde. Klart jetzt bald auf. Und für den T6, Leute, werden wir ein extra Video machen. Also da könnt ihr nochmal auf ein extra Video hoffen, damit das alles nicht zu lange wird. Genau. S7900 Spitzenmodell mit Draper-Schneidwerk. Genau. 10,70 Meter hast du gesagt, ne? Ja. Richtig. Und ist dieselbe Kabine, wie auch ihr jetzt im T6 baut, ihr im X9 baut. Alles gleich, alles identisch. Aber X9 und S können jetzt das Ganze hier, ne? Ganz genau. Die können jetzt die Flächen analysieren, aber wir kommen mal gleich dazu. Wir fahren einfach mal in den Bestand rein, oder? Genau, kurz zur Erklärung noch. Du siehst hier eben das Bild, das die Kameras an der Maschine vorne sehen. Das heißt, diese sehen dann wirklich den Bestand. Und rechts daneben siehst du jetzt zum einen das schon abgeerntete und das, was hier noch steht. Und da siehst du hier diese Flächen, die haben eine andere Farbe, oder beziehungsweise die sind ein bisschen gräulicher und das heißt, die sind noch nicht abgeerntet, aber von denen haben wir schon eine Ertragserwartungskarte, ja, so muss man das Ganze nennen. Und genau, diese Yield Map, also diese Ertragserwartungskarte, die spielt jetzt auch mit in unsere Vorfahrtsgeschwindigkeitsregelung mit hinein und steuert so den Drescher nochmals genauer. Genau.
Im Prinzip muss man jetzt sagen, ihr habt einfach hier eine GPS-Aufnahme über die Biomassekarte. Das ist Ganze hier hinterlegt und die Biomasse könnt ihr jetzt heranziehen, damit der Drescher weiß, alles klar, da vorne kommt eine Zone mit richtig Biomasse, ich muss darauf vorbereitet sein. Genau. Das ist zum Beispiel in meiner Gegend, ich fahre ja von 1 Tonne auf 8 Tonnen innerhalb von 200 Meter und dann noch manchmal in eine Senke rein. Und da musst du im Prinzip vorher schon den Bremsen langsam reinfahren, weil wenn du den über die Automatik kommen lässt, dann schießt der da volle Sau rein und dann hat man auch nicht viel Freude dran. So, Genau, und das macht die Schneidwerk Automatik an. eben dann für dich. Drehzahl, Jupp. Bremse noch raus. Bremse noch raus. Jupp. Vielleicht magst du einmal mal wieder fällen. Gerne. Dann kann es schon losgehen. Und dann drehen wir mal um. Schön enger Radius. Der dreht doch schon deutlich enger als meine. Obwohl das jetzt eine Raupe hat. Bitte? Obwohl das die Maschine jetzt Raupe Obwohl hat. das mit Raupen ist, ja. Genau. Aber es kann natürlich, also das ist jetzt mein Bauchgefühl, ich habe die technischen Daten jetzt nicht vom Wenderad. So, dann fahren wir mal aus, drücken hier Autopilot-Taste. Genau. Dann drücken wir die 2 für Schneidwerk. Ganz genau. Senken das jetzt ab und drücken In B. dem Fall hier, ich zeige es dir nochmal kurz, wie der belegt ist. Und zwar sehen wir ja das jetzt wieder hier in dem Menü. Ja. Und zwar ist jetzt das hier auf der Taste hinterlegt. Das heißt, wenn ich hier drücke, dann ist die Automatik aktiviert. Dann regelt sich die Maschine selbst. Und das sehen wir jetzt hier auch in dem Bild. Wir sehen in grün, kann man sagen, das schön stehende Material. Und tatsächlich ein bisschen in rot das liegende Material. Ja, das Lager, genau. Der passt jetzt auch direkt an. Er sagt, er will jetzt langsamer fahren. Wir Genau. kommen ins Lager rein. Hier sieht man, es ist noch mehr Lager, deswegen hat er jetzt die Fahrgeschwindigkeit nochmals weiter reduziert. Und genau, das ist Predictive Ground Speed. So, wir gehen mal wieder eins zurück. Wo war ich das? Hier war es, ne? Genau. Genau. Also, wir sind ja gerade ins Lager gefahren und man erkennt das hier schön. Jetzt wird er da am Rand, ist er so gelblich. Da liegt das natürlich auch so ein bisschen runtergeklappt auf der Seite. Und er wird jetzt auch langsamer, weil er jetzt wirklich auch darauf achtet, dass er schön alles reinbekommt. Dazu passt er natürlich auch hier permanent nicht nur die Geschwindigkeit an, sondern hier zum Beispiel auch das Gebläse. Man sieht das relativ schön. Oh. Alles was blau ist, sind Werte, die gerade verändert werden. Dann sehen wir natürlich hier die Motorauslastung, die wir jetzt hier auch haben. Gebläsedrehzahl, das ist der rote, richtig, mit 900. Genau. Und ja, hier haben wir die ganzen Siebe. Dann haben wir hier die Feuchte, das Erntegut. Genau. Feuchte Erntegut und der Korntank, wie groß der voll ist, ne? Ja. Hier haben wir dann eine kleine Übersicht über Getreide, Bruchgetreide. Das ist Verschmutzungsmaterial, Genau. richtig? Und das ist hier die Verluste. Ganz genau. Und das liegt ja jetzt hier daran, dass wir hier die Harvest Settings Automation mit integriert haben bei dem S. Das heißt, wir haben eine Kamera am Überkehrelevator und am Getreideelevator, der fortlaufend die Qualität vom Getreide bewertet. Das gucken wir uns jetzt dann gleich nochmal an, wenn wir in den Bestand reinfahren, wie das Getreide wirklich aussieht. Ja, wir sprechen einmal noch kurz die Druschbedingungen an. Wir haben zwar jetzt sind es hier wieder 15% Feuchtigkeit, wir haben aber hier relativ viel Niederschlag gehabt, sodass das Stroh von unten heraus sehr feucht noch ist, aber schon relativ mürbe. Also hält noch ein bisschen fest beim Dreschen, lässt jetzt nicht die Rekorde zu und wir haben relativ viel Stroh und im Verhältnis ja jetzt nicht die oberkrassen Erträge. Eben sind wir T6 da drüben gefahren, da waren 6 Tonnen auf dem Hektar. Wo haben wir es hier? Hier 6,7, 7,9, das schwankt auch ein bisschen. Genau, Genau, aber hier nochmal ganz kurz zu dieser Anzeige. Also hier sehen wir den Bruchkornanteil, den kann man sich jetzt so einstellen, wie man das gerne hätte. Die Maschine regelt sich dann danach. Dann hier haben wir Verunreinigung, kann man sich auch einstellen und er regelt es. Und hier, das wäre dann 1% Verluste und hier sehen wir auch, wie die Maschine sich regelt. Wir sind jetzt ungefähr dann aktuell bei 0,5% Verluste. Genau. Und ich will noch kurz einmal erklären, also man legt diese Linie, die obere Linie fest. Das sind im Prinzip, das ist das Maximum, was man gerne hätte. So darf es maximal verschmutzt sein. Das sind natürlich Erfahrungswerte, weil mit diesen Werten, die da stehen, kann man ja so nichts anfangen. Also 4,5 heißt ja in dem Fall nicht 4,5% Bruch sind da drin, sondern das ist ein Kalibrierfaktor. das ist ein Kalibrierfaktor, genau. Und das ist im Prinzip das Limit. Und wenn man jetzt sagt, naja, das Maximum, das ist mir ein bisschen zu dreckig, dann würde ich den Wert runtersetzen und dann weiß er Bescheid, alles klar, er muss sauberer dreschen, richtig? Genau, und wie schon angesprochen, dieses System
nutzt die Werte von den Getreidequalitätskameras. Das heißt, wir haben an der Überkehr und am Körnerelevator jeweils eine Kamera integriert. Die sehen wir jetzt hier auch nochmal. Das heißt, das wäre jetzt hier die Grain-Kamera, also was in den Körnerelevator hochgeht. Und hier sehen wir dann die Überkehr. Und was wir jetzt hier auch nochmal anzeigen lassen könnten, wäre eben entsprechend auch nochmal diese Vorfahrtsgeschwindigkeitskamera, über die wir ja gerade schon mal gesprochen haben. Was der jetzt hier auch drauf hat, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wir haben nämlich hier bei der Maschine Active Slope Adjustment verbaut. Das ist ein System, ein Förderband, das nach dem Schneckenvorbereitungsboden das Getreide nochmal in die eine oder in die andere Richtung befördert, je nachdem wie stark man am Hang steht. Und das können wir uns hier auch nochmal angucken. Nämlich sehen wir das hier, du siehst hier die Hangneigung, wie die Maschine gerade steht. Und du siehst jetzt, dass dieses Band, das hier verbaut ist, beispielsweise mit 70 Umdrehungen dagegen arbeitet, damit wir entsprechend eine gleichmäßige Verteilung des Siebkastens haben und dann entsprechend auch die Verluste sich wirklich gleichmäßig verhalten. Wir sind jetzt schon hier, also wir stehen hier ein Stück weit am Hang, aber nichtsdestotrotz, die Verlustsensoren zeigen relativ gleichmäßige Verteilung von den Verlusten an, also sowohl im Rotor als auch dann, also die Rotorverluste, aber auch die Verluste übers Sieb sind relativ identisch. Genau, also für die sich es nicht vorstellen können, wenn der Drescher jetzt in irgendeine Richtung wankt, dann ist es ja oft so, dass ein Siebkasten dann in der Richtung etwas überbelastet wird. Ja, auf einer Seite hat er zu wenig Material, auf der anderen Seite wird er zu viel belastet. Und da haben wir natürlich auch mehr Verluste. Und je gerader wir den Siebkasten befüllen, desto homogener ist letztendlich unsere Druschqualität. Jetzt sehen wir das übrigens ein bisschen wieder hier, haben wir wieder ein bisschen Lager zwischen. Und auch da erkennt er das jetzt wieder, wie schön an den Seiten. Und er ist auch jetzt langsamer geworden, weil er jetzt weiß, alles klar, da kommt jetzt Lager. Ich muss die Geschwindigkeit jetzt ein bisschen reduzieren. Kann ich aber auch nochmal einstellen, wie sensibel er auf Lagergetreide reagieren soll. Das heißt, ich kann der Maschine wirklich vorgeben, um wie viel er die Maschine dann reduzieren soll, also wie sensibel er auf das Ganze eingehen soll. Was ich gerade noch dazu erwähnen wollte, Predictive Ground Speed Automation hat noch einen weiteren großen Vorteil, nämlich dadurch, dass wir wissen, was jetzt die nächsten 10 Meter vor uns los ist, können wir die Maschine einfach deutlich genauer steuern und deswegen geben wir hier bei der Maschine nicht nur 100% Motorauslastung frei, sondern 105%. Das heißt, wir nennen das Ganze Harvest IPM, kann man sich vorstellen wie so eine Art Boost, der dann entsprechend noch mit freigeschalten wird und das habe ich dann eben noch mit zur Verfügung. Wie automatisch funktioniert das denn mit den GPS-Karten? Jetzt hat ja nicht jeder zu Hause den Drescher nur auf Betrieb, sondern ich fahre ja auch auf dem Lohn. Ja. Und wenn ich im Vorfeld, sagen wir jetzt mal, die Fläche einzeichne, reicht das? Das reicht. Das muss in etwa 24 Stunden zuvor gemacht werden. Ja. Dann zieht sich das System die Ertragskarte und du spielst dann auf die Maschine schickst du dann den Arbeitsauftrag drauf und dann hat er entsprechend diese Karte mit hinterlegt und du kannst das nutzen. Okay, also man muss nicht im im Operation Center reingehen und die Karte noch auswählen, sondern es funktioniert ziemlich automatisch. Du zeichnest das Feld, Feld ein, genau. Du zeichnest das Feld grob ein, du erstellst einen Arbeitsauftrag dafür, wie gesagt, dann zieht sich das System die Ertragserwartungsdaten und dann kannst du da entsprechend am nächsten Tag damit arbeiten. Und du merkst jetzt hier schon, hier haben wir wieder mehr Lagerstellen, hier geht er tatsächlich dann auch wieder automatisch mehr von der Geschwindigkeit runter. Also ich finde es tatsächlich wirklich eine feine Sache. Ja, das muss man schon sagen, weil teilweise so verschießen, noch mehr ist es bei mir auch und das muss man sagen. Also ich fahre jetzt hier 4 Runden ohne Eingriff und das steuert er wirklich gut. Und du sagst ja auch, man kann auch schon anstellen, dass er mehr am Ball bleibt, immer noch mehr am Limit fährt, genau. Je nachdem wie er möchte. Jetzt fühlt sich das schon so ein bisschen entspannter an. Ich habe jetzt auch öfter mal hier die Auslastung beobachtet. Die habe ich. Ja, oben siehst du sie auch nochmal, der fährt jetzt gerade dann aktuell auch der 90% Motorauslastung. Eins oben drüber, der grüne. Da. Genau. Ah, okay, genau. Jetzt haben wir 90. Ich habe vorhin nochmal geguckt, da waren wir 70 bis 80. Jetzt sind wir wieder bei 87, 89. Wir sind natürlich auch gerade einen Hang hochgefahren, ne? 90%. Also er pusht jetzt nicht bis zum absoluten Limit, aber es fährt sich ganz angenehm, muss man ehrlich sagen. Macht Spaß, Leute.
Jetzt noch 100 Hektar. So, ich sag danke auf jeden Fall über diesen Ausblick der neuen John Deere Drescher. Hat Spaß gemacht. Schöne Drescher, muss man wirklich sagen. Kabine gefällt mir wirklich absolut. Schöne Sicht nach vorne, hervorragend. Ich habe Lust auf mehr. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Gerne doch. Dankeschön.